Für unsere Schnullerkette benötigen wir einen Schnullerclip und Garn. Ich verwende hier relativ feines Häkelgarn und davon brauchen wir jetzt 6 Schnüre, die 1,50 Meter lang sind. Wir nehmen den Faden in der Mitte und bilden so eine Art Schlaufe und führen die hier durch die Öffnung. Und dann ziehen wir die Enden der Fäden durch die Schlaufe durch und ziehen das fest. Und das machen wir dann mit den restlichen Fäden auch so. Wir beginnen mit einer Knotenabfolge, die von außen nach innen geht, sodass sich dann am Ende so eine Art V bildet. Wir beginnen links mit dem linken äußeren Faden. Der wird unser Leitfaden und den legen wir immer in die Richtung, wo die Knotenabfolge dann lang führt. Und nehmen den zweiten Faden, legen den so über den Leitfaden und dann nach hinten und führen ihn durch die Schlaufe nach vorne. Den Leitfaden halten wir stramm und ziehen den Knoten nach oben. Das gleiche machen wir nochmal. So, das machen wir jetzt mit jedem Faden. Das heißt, mit jedem Faden machen wir 2 dieser Knoten. Wenn wir jetzt in der Mitte angekommen sind, machen wir das gleiche auf der rechten Seite auch. Das heißt, wir nehmen den äußeren rechten Faden, der wird unser Leitfaden, legen den zweiten über den Faden und holen ihn von hinten nach vorne durch die Schlaufe, halten den Faden stramm und ziehen den Knoten hoch. Und das jeweils 2-mal pro Faden. So, das gleiche wiederholen wir jetzt noch 2-mal. Das heißt, wir werden 2 dieser Knotenreihen nochmal darunter setzen. Wenn das gemacht ist, werden wir die beiden unteren Reihen miteinander verbinden. Das heißt, wir nehmen den linken Leitfaden und machen mit dem rechten Leitfaden nochmal 2 Knoten, sodass sich das dann schließt. So. In dem Prinzip geht es dann weiter, das heißt, wir machen das gleiche, nur dass die Reihenfolge nach links unten geht. Das heißt, das hier wird wieder unser Leitfaden und wir machen mit jeder Schnur 2 Knoten. Bei den folgenden Fäden achten wir darauf, dass sich hier so ein leichter Bogen bildet. So, und darunter setzen wir auch wieder 2 Knoten rein.
Wenn das dann gemacht ist, nehmen wir uns die 4 linken Schnüre und machen die erste Hälfte des Kreuzknotens. Das heißt, wir legen die linke Schnur über die 2 mittleren und unter die rechte Schnur und die rechte Schnur unter die 2 mittleren Schnüre und dann hier durch die Schlaufe von hinten nach vorne durch. Und dann ziehen wir den Knoten hoch. Und das wiederholen wir jetzt einige Male, sodass sich das Ganze dann spiralförmig dreht. So, das gleiche machen wir mit den anderen Schnüren auch. So, ich habe jetzt insgesamt 15 dieser Knoten gemacht und in der Mitte ein paar mehr. Und jetzt geht es weiter wie hier oben, das heißt, wir wiederholen das ganze Stück nochmal. Das heißt jetzt erstmal diese 3 Reihen, die nach innen laufen, dann die 3 Reihen, die nach außen laufen und diese Knoten, die sich dann spiralförmig drehen. Wenn das Muster jetzt insgesamt 4-mal gemacht wurde, kommt am Ende jetzt nochmal so eine V-förmige Knotenabfolge. Wenn das dann gemacht ist, nehmt ihr euch einen Faden und der wird dann der Faden, wo der Schnuller dran befestigt wird. Und den verknotet ihr dann einfach mit einem daneben liegenden Faden, sodass sich dann quasi so eine Schlaufe bildet, an der der Schnuller dann befestigt wird. Man muss nur darauf achten, dass die Schlaufe groß genug ist, dass dann der Schnuller durchpasst. So, wenn der Knoten dann gemacht wurde, nehmt ihr euch den Faden und wickelt den um die anderen Fäden drumherum und quasi über diesen Knoten, damit man den am Ende nicht mehr sieht. So, wenn ihr das dann reichlich umwickelt habt, dann macht ihr im Grunde einfach einen ganz normalen Knoten. So. Und dann müssen die Knoten noch auf eine Länge gekürzt werden. Und dann seid ihr auch schon fertig. Wenn ihr allerdings einen Faden benutzt, der ein bisschen dicker ist, dann achtet darauf, dass ihr das Muster nur 3-mal wiederholt, weil eine Schnullerkette auf keinen Fall zu lang sein sollte.